Historische Gebäude machen unsere Städte einzigartig. Sie stehen für unsere Kultur und Geschichte. Viele denken dabei aber auch an hohe Energiekosten und wenig behagliches Wohnen. Die Frage ist, wie kann man diese Gebäude energieeffizient machen, sie dem heutigen Komfort anpassen, ohne ihren historischen Charme und Wert zu zerstören? Mit dieser Frage befassen wir uns. Es gibt keine Standardlösungen, jeder Fall ist anders. Das Waaghaus in Bozen zum Beispiel stammt aus dem 13. Jahrhundert und besitzt viele erhaltenswerte historische Elemente. Die Wandmalereien, die Gewölbe, den verwinkelten Dachstuhl, die alten Holzböden und vieles mehr. Am Anfang steht die Analyse des Objekts nach allen Gesichtspunkten: Architektur und Denkmalpflege, Bauphysik und energetische Schwachstellen. Mit Infrarotaufnahmen zum Beispiel können wir zeigen, wo Wärme verloren geht. Mit Hilfe von Blower-Door-Tests erkennen wir, wie viel und wo Luft entweicht und damit Wärme. Und gemeinsam mit Architekten, Planern und Denkmalpflegern suchen wir dann die beste Lösung. Und zwar indem wir offen alle Möglichkeiten diskutieren, Vor- und Nachteile abwägen. Beim Waaghaus haben unsere Analysen ergeben, dass man mehr als die Hälfte der Energie sparen kann, indem man das Dach, die Bodenplatte, die Decke über den Lauben isoliert, indem man ein Lüftungssystem einbaut und die Fenster austauscht, die hier keinen denkmalpflegerischen Wert haben. Deshalb haben wir für das Waaghaus auch mit einer kleinen Firma ein Fenster entwickelt, das höchste Energieeffizienz mit den Proportionen und mit dem Aussehen eines historischen Fensters verbindet. Ein anderes Beispiel ist der Einsatz von Aerogel, ein höchst effizientes Dämmmaterial. Dazu haben wir eine historische Steinwand nachgebaut und im Labor mit sehr gutem Ergebnis getestet. Die abfließende Wärme reduziert sich auf 1/3. Um spätere Schäden zu vermeiden, untersuchen wir immer auch, wie sich Lösungen bauphysikalisch verhalten. Im Waaghaus zum Beispiel testen wir bei der Innendämmung 2 Varianten, um zu sehen, welche am besten vor Feuchtigkeitsschäden schützt. Oder wir simulieren die Auswirkung auf Temperatur und Feuchtigkeit. Wir befassen uns aber nicht nur mit einzelnen Gebäuden, sondern auch mit ganzen Stadtvierteln. Für einen Teil der Altstadt von Santiago de Compostela in Spanien zum Beispiel haben wir berechnet, dass ein großer Teil des Energieverbrauchs mit Sonnenenergie gedeckt werden kann, ohne dass man die historische Dachlandschaft zerstört. So können wir mit unserer Arbeit zur nachhaltigen Entwicklung von Städten beitragen und zum Erhalt der wunderbaren alten Gebäude. Denn die werden nur überleben, wenn die Menschen sie weiterhin nutzen.